Tag. Alle Informationen verfügbar zu haben. Berlin und Brandenburg. Wir haben noch keine Gewissheit, ob es sich in dem Betrieb in Brandenburg, der Wasserbüffel hatte, um einen einzelnen Betrieb handelt oder ob es auch andere Betriebe gibt, die davon betroffen sind. Darum geht es jetzt neben der Identifizierung der Infektionsherde auch darum, dass wir uns eng abstimmen, national. Darum stimme ich mich eng und regelmäßig ab mit unseren Kollegen, Landesagrarministern, aber auch auf europäischer Ebene mit der Kommission, damit der Virus so schnell wie möglich eingedämmt werden kann. Innerhalb der Europäischen Union gilt das sogenannte Regionalisierungsprinzip. Das heißt, Produkte aus der Bundesrepublik Deutschland aus Zonen außerhalb der betroffenen Bundesländer können exportiert werden. Wir wissen aber auch, global gesehen hat es drastische Konsequenzen für unsere exportorientierte Wirtschaft. Darum ist es jetzt eben sehr wichtig, dass wir so schnell wie möglich den Virus in den Griff bekommen. In der Nacht die Untersuchungen gestartet. Der Serotyp des Virus konnte noch. Unter Klauentieren ist die Seuche leider wird sehr schnell verbreitet. Das hat, und das tut mir sehr weh, das sagen zu müssen, auch Konsequenzen für die Grüne Woche. Die Ausstellung von Klauentieren, also Kühen und Ziegen, wird nicht möglich sein. Das Arbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz. In dieser Arbeitsgruppe können Länder die Notimpfung. Keine Überraschung. Mich würde interessieren, ob Sie einmal erläutern können, welche Folgen Sie durch den Ausdruck jetzt für die Tierhaltung in Deutschland und insbesondere auch die Exporte haben. Ist weiterhin möglich mit Produkten, die nicht aus den Sperrzonen stammen. Sie haben sicher schon gesehen, Mexiko hat sich proaktiv gemeldet und ich glaube auch Südkorea und gesagt, dass sie kein Schweinefleisch aus Deutschland mehr zunächst exportieren. Da müsste man jetzt tatsächlich abwarten, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt, wie die Drittstaaten sich da verhandeln. Und wie gesagt, das ist immer eine individuelle Verhandlungssache. Wie die Drittstaaten sich da verhandeln. Und wie gesagt, das ist immer eine individuelle Verhandlungssache. Wie verhält sich das mit geimpften Tieren? Wären die unbedenklich für den Verzehr geeignet, exportierbar etc.? Das kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt darauf an, ob das Tiere sind, die eben prophylaktisch geimpft werden in Bereichen, wo die Maul- und Klauenseuche noch nicht auftritt. Die Impfung kann auch ein Mittel sein, wird jetzt vielleicht ein bisschen drastisch, aber wenn Tiere in einem Bereich getötet werden müssen und die Tierkörperbeseitigungsanlagen kommen leider nicht hinterher, dann kann die Impfung auch ein Mittel zu sein, um den Stau erstmal aufzuhalten, damit sich das Virus nicht weiter verbreitet.